schon deutlich kühler und auch windiger und auch der Wind, der hier weht, der ist halt auch erfrischender. Aber das ist halt irgendwie so das perfekte Warm. Las Vegas war ja so ein trockenes Warm und das ist jetzt so ein schönes Warm. Ich sitze jetzt hier gerade am Strand. Das ist jetzt auch ein Strand, warum auch immer. Aber keine Ahnung. Ich habe gerade einen schönen Platz gefunden und der Sand, der ist hier so weich. Ah, das ist so schön. Und ja, ich bin halt eben erst angekommen. Ich habe am Anfang immer noch so ein bisschen, keine Ahnung, ich brauche immer erst ein bisschen Zeit, um mich einzugewöhnen. Deswegen sitze ich jetzt hier einfach und saug die Sonne auf und den Sand. Und gewöhne mich mal an den Gedanken, dass ich jetzt in San Diego bin. Und ja, ich glaube, also okay, direkt gegenüber von meinem Hostel ist ein Lebensmittelladen. Da gehe ich dann gleich was einkaufen für mein Abendessen. Und generell sind ganz viele Läden bei mir da in der Umgebung, so Secondhand-Laden oder Antiquitätenladen, Schmuckläden, Souvenirladen, alles Mögliche. Und ja, ich genieße jetzt erstmal noch den Strand. Das ist mein Hostel. Hier ist alles generell so Hippie-Style. Hier sind so viele Hippie-Klamotten und alles. Das ist so cool, am liebsten würde ich hier alles kaufen. Aber ich habe weder den Platz dafür, noch das Geld. Who are you? And then what should I say? Should I say Who you are? okay, like hi, I'm Sing, I'm from China. And she has a beautiful dress, I'm so jealous. Yeah. I'm seeing all these beautiful dresses and skirts around here. And I want to buy them all. Yeah, it's very pretty. You know this afternoon when I saw the shops inside the dresses, crazy, girls crazy. Yes, they're so beautiful. I just want to walk around the beach with wavy hair and a beautiful long skirt. Yeah, and then we just at the wind and then with beautiful pictures. Yes. That's nice. Frisches Obst und frisches Gemüse. Ich bin wieder im Himmel. Jetzt wird erstmal einkaufen fürs Abendessen. Njam. No, it's okay. I show you. I make you. okay. They got taken out by the cholos. He was still like a wheelchair. It's pretty bad. Jeremy. Ready? Oh my god. Sobranians? Sobranians. Oh, they, You can eat them. they're supposed to be in water. Can't they be more fresh? They're just squirming, yeah, they're suffocating. So, das sind diese Fische, die heißen Cranians. Und die kommen irgendwie nur 2 Tage oder 3 Tage nach Vollmond raus. Und die vergraben sich im Sand. Und dann kann man die fangen. Aber da gibt es das kalifornische Gesetz, dass man die nur mit den Händen fangen kann. Oder auch nur irgendwie in so Eimer oder Plastiktüten stecken kann. Also was ganz Komisches. Und die kann man dann halt essen. Das wurde mir gerade erzählt. Und die heißen eben Cranians. Yeah, probably you're talking about the mine. Das sind die. Die sind halt super klitschig natürlich und man darf die halt wirklich nur mit den Händen irgendwie fangen. Guten Abend, ich bin jetzt wieder im Hostel angekommen. Das Hostel ist auf jeden Fall mega cool, also sowas bin ich überhaupt nicht gewohnt. Das ist ein richtig offenes Hostel, das ist ein richtig gechilltes Hostel. Also eigentlich ist es ja bei Hostels so, dass man, ja teilweise kommt halt drauf an, manchmal ist man eher für sich, manchmal sind halt schon so ein paar Gruppenaktivitäten, aber hier ist es richtig extrem. Also
Hier ist generell schon die ganze Atmosphäre super gelassen. Also hier steht wirklich die Zeit still, generell in Santiago und dann halt eben auch hier in dem Hostel vor allem. Das ist so ein richtiges Hippie-Hostel. Das sieht man ja schon, wenn man hier hinkommt, alles so bunt und mit dem Peace-Zeichen oben. Und genau so ist auch hier die Stimmung. Keine Ahnung, das ganze Personal ist einfach schon mega gelassen und mega offen und herzlich und alles. Und auch die Leute, die hier sind mega offen und mega herzlich. Und dann gibt es halt heute Abend so eine gemeinsame Dinner Night. Also da konnte man $5 zahlen und dann konnte man halt sich da Spaghetti mitnehmen. Und dann saß mit da halt. Ich hatte überhaupt erst keine, weil ich kannte ja hier niemanden. Ich habe meine Zimmernachbarin ja hier kennengelernt. Aber sie hat halt da nicht mitgemacht. Und deswegen kannte ich da halt dann niemanden. Dann bin ich da einfach hingegangen. Ich so, ja, kann ich mich hinsetzen? Und dann habe ich da mit denen angefangen zu reden. Und da waren so, hier sind wirklich viele Deutsche im Hostel. Und da saßen halt auch schon 2 Deutsche direkt neben mir und da haben wir geredet. Und halt auch die ganzen Amerikaner. Ein Kerl, der ist bei der Navy. Ein Kerl, der ist halt mit Stein das. Und die sind alle so herzlich und so offen und so lustig. Die sind die ganze Zeit nur am Lachen und irgendwelche Geschichten erzählen. Und dann haben wir halt da unsere Spaghettis gegessen. Und dann später gab es halt jetzt auch noch eine Beach Bonfire Night. Also sind wir halt in so einer Gruppe zum Strand gegangen und da gab es halt ein Lagerfeuer direkt am Strand und wir haben S'mores gegrillt. Und halt im Hintergrund das Meer gerauscht und da war ein Kerl, der hat Gitarre gespielt. Das war alles wie so im Film und du saßt halt einfach da und hast gelabert. Das ist mega cool hier. Und dann habe ich meinen Ring verloren. Hier in Las Vegas habe ich verloren. Ich habe nämlich mit dem Kerl gelabert und der ist ja, keine Ahnung, der ist halt etwas etwas größer. Ist mir vom Finger gerutscht in den Sand. Der ist einfach nur in den Sand gerutscht. Und ich sofort so gerufen, ja, ich brauche Taschenlampen. Haben wir Taschenlampen angemacht und der Ring, der lag da einfach nicht. Dann haben wir die ganze Zeit danach gekramt, wir haben bestimmt 5 Minuten nach diesem Ring gekramt und der war da nicht. Und dann auf einmal habe ich den ganz durch Zufall auf einmal in der Hand gehalten, als ich da im Sand gebuddelt hat. Oh, mir ist wirklich das Herz in die Hose gefallen. Ich hatte so Angst, dass ich die jetzt verloren habe. Ja, also, keine Ahnung. Und dann bin ich später um 12 Uhr, wie viel haben wir jetzt? Um 12.30 Uhr, jetzt haben wir nämlich schon 1 Uhr morgens. Um 12.30 Uhr bin ich dann hier wieder mit jemandem anderen zurückgegangen. Ich wollte jetzt nicht den Weg allein zurückgehen. Und dann bin ich jetzt gerade auch unter die Dusche gesprungen. Ich habe mein Handtuch vergessen. Und bin ich klatschnass in meinen Schlafanzug, der ist jetzt aber zum Glück wieder trocken. Irgendwie geht hier gefühlt alles schief, aber das ist lustig. Also es ist nicht schlimm schief, sondern positiv schief. Und mega geil hier. Ich liebe es.